Das ist eine Trophäe, die man sich merken muss. Es ist der DocStop Award, den in diesem Jahr die Nordspedition aus Großen Wiehr in Schleswig-Holstein gewonnen hat. DocStop kennen die meisten. Es ist die medizinische Unterwegsversorgung für Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Und sie zeichnet jedes Jahr Unternehmen aus Transport, Industrie und Handel aus, die über das normale Maß hinaus Einrichtungen anbieten, die dieser Berufsgruppe zugutekommen und das viele Unterwegssein erleichtern. Dabei geht es um Dinge, die eigentlich, wenn man bedenkt, was diese Menschen Tag für Tag für jeden von uns leisten, selbstverständlich sein sollten. Also für uns bei DocStop geht es ja um den Menschen. Der Fahrer, der Mensch ist und nicht die Nummer oder die eine Einheit auf einem LKW. Und wenn wir eben auch bei der Vergabe des DocStop Awards auf Menschlichkeit treffen, dann sind wir natürlich schon sehr, sehr nah dran an dem, was wir uns auch erwarten an Preisträgern. Und wir haben eben gespürt, da ist nicht einfach nur eine Infrastruktur geschaffen worden, sondern man sieht den Menschen. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig. Und das hat sich eben auch dort sehr stark bestätigt. Die Nordspedition mit Tanktransporten und rund 110 Berufskraftfahrern, vorwiegend in Deutschland, Dänemark und in den Benelux-Staaten unterwegs, war selbst überrascht davon, dass sie der Preisträger für den DocStop Award ist. Sich um die gesundheitlichen und sozialen Belange der Fahrer zu kümmern, ist für das familiengeführte Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich auch nach dem Warum gefragt. Warum haben wir als Nordspedition diesen Award gewonnen? Bin dann zu meiner Mitarbeiterin gegangen und habe gefragt, was hast du gemacht? Und sie hat gesagt, ich habe nichts Besonderes gemacht, sondern ich habe einfach das erzählt und das mitgeteilt, was wir machen. Uns einfach um unsere Mitarbeiter bemühen, ihn bestmöglich zu unterstützen, auch in privaten Belangen, auch bei Problemen mit ihrer Gesundheit. Und von daher war es wohl eine logische Schlussfolgerung, dass wir diesen Award auch gewinnen konnten. Genau dieses Engagement der Nordspedition hat sich herumgesprochen. Es ist die Fürsorge für einen Berufsstand, der es im Alltag oft schwer genug hat. So sind die Wasch- und Toilettenräume beispielhaft. Sie stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung und das nicht nur für die eigenen, sondern für alle Fahrer. Mit einer gemütlichen Betriebsküche wird der Wohlfühlcharakter im Unternehmen unterstrichen. Sogar frisches Obst steht auf dem Tisch. Gepflegte Gastlichkeit gegenüber dem Fahrpersonal ist bei der Nordspedition in jeder Beziehung spürbar, schon im Foyer. Hier lässt es sich nicht nur aushalten, sondern auch arbeiten. Sogenannte Gesundheitsagenten schauen nach den Fahrern und in einem eigenen Fitnessraum können sich die Mitarbeiter fit halten. Grundsätzlich sieht die Nordspedition in ihrem Engagement viele Gemeinsamkeiten mit den Anstrengungen des gemeinnützigen Vereins DocStop. Also wir glauben, dass DocStop und wir die gleiche Philosophie einfach verfolgen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Die Versorgung des Menschen ist wichtig, auch fern der Heimat. Und von daher können wir uns schon sehr gut mit der Grundphilosophie von DocStop identifizieren als Familienunternehmen. Man sieht es, dass die Punkte von DocStop immer weiter verbreitet in Deutschland auftauchen. Es ist für die Lkw-Fahrer schöner. Alle Spediteure können es ihren Fahrern anbieten. Gesundheit ist das höchste Gut, was wir haben. Und wenn Fahrer wissen, dass sie kurzfristig irgendwo rankommen und behandelt werden, ein Medikament bekommen, eine Spritze bekommen, fühlen sie sich wertgeschätzt. Und ich denke, das ist hier der richtige Weg für Deutschland oder auch für Europa. Was aber sind es für Dinge, die einen DocStop Award Preisträger grundsätzlich auszeichnen? Und warum fällt auf, dass es sich bei den diesjährigen und letztjährigen Preisträgern ausgerechnet um Speditionsbetriebe handelt, die klassische Mittelständler aus dem Speditionsgewerbe sind und wo tatsächlich auch der Chef selbst einmal hinter dem Lenkrad gesessen hat? Das hilft natürlich immer, wenn man selber mal LKW gefahren hat. Wenn man selber gesehen hat, wie ist das eigentlich, wenn ich nur mal als Beispiel keine Toilette, keine Dusche finde. Welche Nöte muss man ausstehen? Wie ist das unterwegs? Wo wird einem geholfen? Und wenn man das selber erlebt hat und nachher dann eben Chef oder Inhaber oder Geschäftsführer wird, dann zeigt das eben ganz deutlich, ich weiß schon, wo der Hase im Pfeffer liegt, mehr oder weniger. Zurück zur Nordspedition nach Schleswig-Holstein. Eine hohe soziale Kompetenz zeichnet dieses Unternehmen laut DocStop aus. Worte, die sich belegen lassen.
Erst recht, weil es dort Lkw-Fahrer gibt, die sich schon mal in einer Extremsituation befunden haben und die sich dabei auf die Fürsorge und Unterstützung der eigenen Firma verlassen konnten. Geschichten, die zeigen, dass es noch soziale Verantwortung innerhalb der Branche gibt. Doch lassen wir Berufskraftfahrer Marcel Herpin von der Nordspedition selbst erzählen, wie er seinen Arbeitgeber erlebt hat und was ihm passiert ist. Ich persönlich hatte ja nach einem schweren Verkehrsunfall eine Beinamputation. Und die komplette Firma war so gesehen nach der Zeit auf alle Fälle für mich da, hat mich wieder dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich darf also jetzt wieder normal Lkw fahren. Die Firma hat schon dafür gesorgt, dass ich gesundheitlich wieder gut dastehe. Den Fahrern uneingeschränkt zur Seite stehen und sie unterstützen, wo immer sie Hilfe brauchen. So lauten die idealen Voraussetzungen für die Verleihung des DocStop Awards. Ähnlich also wie bei DocStop selbst, wo es in erster Linie um die schnelle medizinische Unterwegsversorgung von Berufskraftfahrern geht. Egal, ob ein Stellplatz für Lkw gesucht wird oder ein Arzt, der sie abseits langer Wartezeiten vorrangig behandelt, damit sie ihre Fahrt fortsetzen können.